Grundsätzlicher Aufbau von ToppSoft. Wir haben hier das Hauptmenü. Über das Hauptmenü kann man die ganzen Programmpunkte starten. Zum Beispiel Adressen, Lagerverwaltung, Warenausgang, Wareneingang und so weiter. Wir haben hier die Adressenverwaltung und ich kann hier die Adressenverwaltung starten oder eben diese ganzen Zusatzprogramme zur Adressenverwaltung. Die wichtigsten Programme haben wir hier aber zusammengefasst. Und zwar die Adressenverwaltung, die Lagerverwaltung, Ausgangsbelege, Eingangsbelege und die Notizen. Ich kann hier jetzt direkt die Adressenverwaltung starten und muss jetzt nicht über Hauptmenü, Adressen, Adressenverwaltung, die Adressenverwaltung starten. Was passiert, wenn ich es mache? Er weiß, dass die Adressenverwaltung bereits offen ist und fragt, ob er sie noch einmal aufmachen soll. Ich kann jetzt sagen, ja, dann habe ich die Adressenverwaltung zweimal nebeneinander offen. Die funktionieren dann völlig unabhängig. Wir befinden uns in einem Netzwerk. Auch wenn Sie eine Einplatzversion verwenden und nur alleine arbeiten, ist das praktisch trotzdem schon wie ein Netzwerk, weil ich kann ja hier Änderungen machen und da Änderungen machen. Aber so genau will ich das jetzt gar nicht besprechen. Bei den Formen schaut der grundsätzliche Aufbau jetzt so aus, dass wir hier eine Übersichtsseite haben über sämtliche Adressen in diesem Fall und danach die Daten zu dieser Adresse, die Hauptdaten, die Nebendaten und so weiter. Es gehört alles zu dieser einen Adresse, die man hier oben sieht. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, das so zu machen, wie bei der Systemwartung Stammdaten, und zwar diese Form, und hier würde gescrollt werden. Dann könnte ich auch hier ganz viel Felder unterbringen, aber die Lösung war deswegen besser, weil man normalerweise mit den Hauptdaten praktisch schon auskommt, eventuell hier in dem Fall noch Preisgestaltung macht, aber ist einfacher, die wichtigen Sachen auf einer Seite und dann die Details, immer mehr Detail, Detail, Detail. Dieser Aufbau finden Sie auch bei den Artikeln. Wir haben hier die Suchenseite und zum Beispiel Hauptartikel 2 und hier die Hauptdaten, und ja, die Preise wird man hier noch brauchen. Aber Sonderpreise zum Beispiel ist schon sehr speziell. Das werden Sie möglicherweise nie brauchen. Ja, gleicher Aufbau. Erste Seite suchen und dann gehe ich ins Detail zum Hauptartikel 2 in diesem Fall. Wir können uns das bei den Ausgangsbelegen anschauen. Wir haben hier die Ausgangsbelege. Wir haben hier die Übersichtsseite mit allen Ausgangsbelegen und ich habe hier in der Übersicht stehen, dass zum Beispiel hier die Belegnummer 13 ein Offert war mit der Nummer 10 und es wurde eine Rechnung daraus mit der Nummer 5. Wenn ich jetzt dieses Offert sehen will, das Offert 10, dann kann ich hier über Hauptmenü, abgelegte Belege, ein Offerte, und dann kann ich hier das Offert 10 anschauen und ich kann hier sehen, das Offert 10 hat in der Belegzahlenerfassung einen einzigen Artikel gehabt. Ich kann jetzt nachschauen. Hier steht das Offert 10, aus dem wurde eine Rechnung Nummer 5 und die Belegzeile ist unverändert gewesen, weil hier nichts verändert. So, wenn wir jetzt
einen neuen Beleg anlegen wollen. Beim ersten Mal, ich gehe hier in Ausgang und ich möchte jetzt ein Offert machen, dann wird mir automatisch die nächste Nummer vorgeschlagen. Jetzt, wenn ich das erste Offert mache, möchte ich vielleicht mit 1000 beginnen. Dann gehe ich hier auf den Neu-Button. Diesen Neu-Button gibt es auch bei den Adressen und im Lager. Und in der Belegerfassung gibt es eben hier diese Details für Offert, für Auftrag, für Lieferschein, für Rechnung. Ich gehe hier jetzt auf den Neu-Button und werde darauf hingewiesen, dass man das normalerweise nicht so macht, aber ich möchte das jetzt ausnahmsweise so machen und sage jetzt Offert, die nächste Nummer wäre 25 und er soll jetzt weitermachen bei 125 oder 126. Dann habe ich hier jetzt das Offert Nummer 126 erzeugt. Also ich kann hier zum Beispiel einmal im Jahr springen, dass ich hier direkt, wenn ich jetzt die Offertnummern sortiere, nicht auf Offert 25 gehe, sondern direkt auf Offert 126 oder eben auf 1000 oder 2000. Jedenfalls haben wir jetzt gesehen, dass hier eine Toolbar ist. Und was bedeutet die? Die bedeutet hier scrollen. Das heißt, ich kann hier auf und ab scrollen. Und ich kann einen neuen Satz anlegen und kann eine Belegübernahme machen oder direkt ein Offert, ein neues Offert, einen neuen Auftrag, einen Lieferschein, Rechnung anlegen und ich kann hier versuchen, zum Beispiel, wenn ich hier bin, ich sehe hier keine Belegzeilen und es ist ein Offert. Es ist weder ein Auftrag noch ein Lieferschein noch eine Rechnung. Dann könnte ich es probieren, diesen Satz zu löschen. Satz löschen. Wollen Sie wirklich löschen, dann ist der Satz gelöscht worden. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel hierher gehe, das ist schon eine Rechnung geworden und hat auch schon eine Belegzeile und ich sehe hier, geht nichts mehr, kann man nicht löschen. Das heißt, ich muss zuerst die Belegzeile löschen, dann könnte ich den Beleg löschen, allerdings nicht, wenn es eine Rechnung ist. Also es geht hier nur um den grundsätzlichen Aufbau. Jedenfalls diese Toolbar ist zuständig für die aktuelle Form. Wenn wir jetzt die Adressen starten, ist die Toolbar kleiner geworden. Und ich sehe hier Adressen und Beleg. Gibt es auch. Wenn ich den Beleg anklicke, sehe ich, die Toolbar wird wieder größer, weil hier diese Möglichkeiten dazukommen. Aber diese Toolbar ist zuständig, um einen neuen Satz anzulegen. Das ist jetzt wichtig, wenn ich im Lager bin. Ich bin hier auf der Übersichtsseite. Wenn ich einen neuen Artikel anlegen will, kann ich hier einen neuen Satz anlegen. Es geht auch noch auf eine andere Art. Ich kann zum Beispiel, wenn ich in den Adressen bin, bei den Hauptdaten eine Notiz für diese Adresse anlegen. Er hat mir sofort eine neue Notiz erstellt. Er hat mich gleich auf die Hauptseite gesetzt und ich habe hier mit Vorschlag heutiges Datum eine Notiz erstellt und kann hier ein Thema dazu schreiben. Also kann man hier einen neuen Satz anlegen, ohne diesen Neu-Button zu benutzen. Oder ich kann auch ein neues Offert machen. Ich gehe hier auf Neues Offert
Jetzt hat er mir für diese Adresse ein neues Offert angelegt mit 127. Wir haben ja die Nummerierung raufgesetzt. Und ich kann hier jetzt bei den Kopfdaten noch Änderungen vornehmen, zum Beispiel eine andere Lieferadresse, und kann sofort die Belegzeilen bearbeiten und einen neuen Artikel übernehmen. Also ich versuche für Test vielleicht die Teilsumme war eine Möglichkeit. Artikel, also das hier geht wieder über die Volltextsuche, und da, wenn ich so wenig Buchstaben eingebe, dann habe ich gehofft, dass er etwas findet, und das ist auch so gewesen. Ich kann natürlich in dem Fall, wenn ich noch so wenig Artikeln habe, auch nur Stern eingeben, und dann kommen alle. Ich habe hier nur ganz wenige. So, dann sage ich mal Hauptartikel 1. Ich habe diesen Artikel so genannt als Hinweis, dass da Unterartikeln zugeordnet sind. Sage okay. Und er hat sofort Unterartikeln dazu gemacht. Und ich kann jetzt hier, seht ihr, keine Stückzahl bei den Unterartikeln. Der Vorschlag hier ist 1, ist aber noch nicht ausgerechnet. Ich muss erst Enter bestätigen oder ich gebe eine andere Menge ein, 2. Dann hat er das jetzt ausgerechnet und die Unterartikeln wurden ebenfalls neu mit Stückzahl versetzt und auch ausgerechnet. Das Verhältnis steht hier bei den Folgeartikeln drinnen, 2. Das heißt die doppelte Menge von Hauptartikel. Ja, also hier wieder der gleiche Aufbau. Man kann eben auch neue Sätze manchmal auf andere Art anlegen, aber prinzipiell ist hier der Neubutton. Ein wichtiges Element bei ToppSoft ist die Volltextsuche. Ich habe hier bei Koch, Moment, schauen wir gleich, bei den Texten Such mich hineingeschrieben. Und ich kann hier jetzt, wenn ich mich auf eine andere Adresse stelle, in die Volltextsuche reinschreiben, Su für Such und Mi für mich. Und ich suche das hier und er hat die Adresse gefunden, weil hier bei den Texten Such mich steht. Also wenn man hier wenig Buchstaben verwendet, hat man auch mehr Chance, dass man sich nicht verschrieben hat. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich probiere jetzt etwas anderes aus. Hier, also das ist wieder der Koch. Ich habe hier auf die Hauptdaten stehen. Die Freundin heißt Susi. Ich konnte mich jetzt nicht mehr erinnern, ob ich Freund oder Freundin geschrieben habe. Ich habe hier jetzt einfach nur Freu hineingeschrieben und er hat wieder diese Adresse gefunden, weil ich mich erinnert habe, dass ich hier etwas vom Freund oder Freundin hineingeschrieben habe. Also diese Volltextsuche ist sehr praktisch. Wir haben das natürlich auch im Lager und wir haben das aber auch im Ausgang, also in der Belegerfassung. Ich habe hier die Volltextsuche und ich möchte jetzt zum Beispiel alle Belege finden, wo der Hauptartikel vorkommt. Das könnte jetzt aber auch sein, dass in einer Adresse Haupt drinnen steht, dann würde es auch finden. Ich habe hier diese 3 gefunden. Ich kann hier das als Filter übernehmen und ich kann hier nachschauen bei den Belegzeilen. Aha, da gibt es einen Hauptartikel. Dann kann ich hier noch schauen. Das ist auch so eine Sache mit Hauptartikel und der hier ist auch mit Hauptartikel. Es könnte natürlich jetzt sein, dass ich, wie gesagt, in der Adresse etwas drinnen hätte von Haupt. Also ich könnte hier jetzt hineinschreiben
Hauptmann, Max Hauptmann. Und natürlich ist die Adresse selber nicht verändert. Ich kann mir hier die Adresse jetzt anschauen. Sehe ich Max Mustermann. Das ist alles gleich geblieben, ja. Aber es könnte ja sein, dass man hier etwas verändern muss. Und wenn ich jetzt nach Haupt suche, verwende jetzt noch einmal die gleiche Suche und dann sehen wir hier Max Hauptmann und die Sachen mit Hauptartikel. Also das ist wirklich sehr fein, weil man mit dieser Volltextsuche, wie gesagt, nicht einfällt, nicht einmal nur eine einzige Datei, sondern auch über mehrere Dateien, also über die Belegzeilen und über die Kopfzeilen suchen kann. Und das ist auch nicht so, dass das selbstverständlich wäre. Was jetzt noch wichtig ist bei ToppSoft grundsätzlich, wir haben hier nicht diesen Speichern-Button. Also ich lege nicht einen neuen Satz an und muss ihn dann irgendwo speichern. Er ist eben da. Also wenn ich hier jetzt hineingehe auf die Adressen, um eine neue Adresse anzulegen, könnte man hier ins Internet gehen und sich die Adresse herauskopieren. Oder ich kann hier jetzt zum Beispiel hier das verwenden. Ich kopiere mir diese Adresse. Hier vielleicht noch, das ist schon eine schlechte Kopie. Das 53 gehört hierher. 00, Halbang. So, und für die deutschen Anwendungen gibt es deutsche Postleitzahlen. Und ich kann das hier kopieren. Der ist dann jetzt kopiert worden in die Zwischenablage. Und ich kann hier jetzt da draufklicken, dann habe ich hier das schon drinnen stehen. Sage OK. Jetzt habe ich diese Adresse angelegt. Da man in ToppSoft mehrere Formen gleichzeitig offen haben kann, ist es auch möglich, zum Beispiel interessante Details herauszufinden, zum Beispiel Max Mustermann. Ich gehe auf die Statistikseite. Das muss der falsche sein. Hier. Der heißt nämlich auch Max Mustermann. Wir schauen uns jetzt von der Seite der Artikeln an, Lagerverwaltung. Da haben wir hier auch die Statistik. Ich gehe jetzt zum Beispiel auf diesen einen Artikel hier, gehe auf Statistik, also das ist der eine Artikel, Hauptdaten sieht dann so aus und so weiter. Und er hat eben diese Statistikseite und dann sehe ich, dieser eine Artikel wurde verkauft immer an den gleichen. Und zwar er fährt 23, 22 und er fährt 17. Wenn ich hier diesen Artikel anklicke, dann stellt er sich auch wieder hier genau auf diesen einen Artikel und ich kann sofort wieder, könnte auch Änderungen machen. Also wie gesagt, wir haben nicht diesen Speichern-Button. Das ist ungewöhnlich, weil es einfach wirklich sau schwer zum Programmieren ist. Und für mich ist aber wichtig, dass Sie einfach vernünftig arbeiten können. Ich muss hier jetzt schauen, was das eigentlich ist. Artikel mit Gewicht, okay. Und ich gebe hier jetzt 12 ein. Dann hat er das neu berechnet. Und hier hat sich noch nichts geändert. Das liegt daran, weil die Seite noch gar nicht neu angezeigt worden ist. Wenn wir jetzt hierher klicken, sehe ich, aha, 12. Also angeklickt muss schon werden, weil ich kann nicht ständig alles refreshen, das man praktisch gar nicht aktiviert hat. In Wirklichkeit war es ja schon geändert. Wenn ich hier jetzt schaue, dann sehe ich hier, es sind 0 verfügbar. Das Ganze war nur ein Offert. Aber die Information,
dass die Lagermenge 0 ist, beziehungsweise dass hier die Lagermenge steht nichts drinnen, also 0, die Verfügbarkeit 0. Es wurde nichts eingekauft von dem Artikel und er wurde auch nie verkauft. Er wurde lediglich offeriert. So, wechseln wir vielleicht schnell noch zu einer Rechnung. Wo haben wir Rechnungen? Ich habe noch nicht gar so viele Rechnungen gemacht. Rechnung Nummer 6 sehe ich hier. Ich gehe auf Belegzeilen und dieser eine Artikel, kann mir diesen Artikel jetzt wieder anschauen in der Artikelauskunft. Schauen wir auf die Artikelauskunft. Ich sehe, der Artikel hat keine Lagerführung. Wenn er keine Lagerführung hat, ist er natürlich auch Menge 0, obwohl es bereits eine Rechnung ist. So, hier dann mal sortieren, nach Rechnungsnummer sortieren und gehe jetzt auf einen anderen Beleg. Artikel 4, der hat zum Beispiel minus 10 und das heißt, er wurde nicht eingekauft, aber er wurde bereits 10 Mal verkauft. Ich kann mir das jetzt anschauen, hier wurde er 5 Mal verkauft. Und wenn ich hier jetzt auf die Artikelauskunft gehe von diesem Artikel und auf die Statistik, dann sehe ich hier Offerte und ich sehe hier 2 Rechnungen und jeweils wurden 5 Stück verkauft. Also man sieht hier schon sehr viel Überblick und alles zur Jetztzeit, also es ist sofort, also sie ändern die Menge und es ist geändert. Jetzt befassen wir uns noch schnell mit den Stammdiensten. Worum geht es? Ich kann hier zum Beispiel eine Branche dazu schreiben. Das ist jetzt nicht diese Branchenbezeichnung von der Adresse, sondern fix eine Branche und ich kann hier Auswertungen nach dieser Branche machen. Oder schauen wir, ob hier zum Beispiel eine Zahlungsart ist wieder so ein Stammdienst. Ich kann verschiedene Zahlungsarten verwalten. Und wie komme ich zu diesem Stammdienst? Hier wieder die Möglichkeit übers Hauptmenü, Stammdienste und hier kann man sich Zahlungsart suchen. Aber normalerweise werden Sie die Stammdienste immer über diesen Button mit diesen 3 Pünktchen starten. Ich starte hier den Stammdienst. Ich habe hier die erste Seite. Auf der ersten Seite kann ich Änderungen machen oder neu anlegen. Da haben wir diese Toolbar für einen neuen Satz anlegen. Und ich kann hier jetzt auf Neu gehen. Jetzt habe ich einen neuen Satz angelegt. Und ich kann hier jetzt die Zahlungsart eingeben. Ich kann hier zum Beispiel schreiben, Zahlungsart heißt Rechnung. Und hier kann ich dann schreiben, Betrag dankend erhalten. Aber es geht mir jetzt nicht darum, dass ich hier diese Zahlungsart erkläre. Es geht einfach nur darum, dass Sie verstehen, wie komme ich zu den Stammdiensten. Zum Beispiel Lagerverwaltung. Ich könnte hier bei den das ist dann extra eine Überschrift, nur eine Überschrift und für eine Überschrift, das ist dann ein Textartikel und daher fehlen hier die anderen Felder. Die werden hier nicht angezeigt, weil man das bei der Überschrift nicht braucht. Und ich kann hier aber jetzt einen normalen Artikel auswählen und dann sehe ich hier, man kann dem Artikel zu einer Warengruppe dazu geben, zu einer Artikelgruppe oder zu einer Rabattgruppe. Und die 3 Dinge funktionieren gleich. Ich habe jetzt den Stammdienst gestartet und möchte hier eine neue Warengruppe anlegen. Warengruppe
Material, egal, Material. Jetzt habe ich diese Warengruppe angelegt, oder mache ich eine neue, Eisen, nur als Beispiel. Jetzt habe ich hier zwei Warengruppen angelegt und günstigerweise kann ich hier sofort diesen Artikel zu dieser Warengruppe zuweisen. So funktionieren prinzipiell die Stammdienste, und Stammdienste sind einige vorhanden. Also Mehrwertsteuersätze zum Beispiel ist ein Stammdienst. Die Mehrwertsteuersätze können Sie selbst ändern. Oder gibt sogar einen zweiten Steuersatz, das ist jetzt speziell. Sie können Währungen verwalten oder eben diese Warendruck- und Artikelgruppen, Preislisten anlegen und so weiter und so weiter. Sie können Mitarbeiter verwalten etc. etc. Das sind alles Stammdienste, die funktionieren alle auf diese Weise. Ja, Sie haben jetzt schon gesehen, ich brauche keinen Speichern-Button, ich komme sofort auf alle Adressen. Ich kann hier bei der Adresse einfach etwas ändern und es ist sofort geändert, ohne eine Abfrage. Ich bin praktisch wie in einem Word-Dokument und ändere etwas, nur mit dem Vorteil, dass ich das Dokument nicht abspeichern muss. Im Großen und Ganzen habe ich jetzt das versucht zu erklären, wie das generell funktioniert. Ich kann jetzt noch im Detail sagen, was Sie zum Beispiel bei diesen einzelnen Feldern machen können. Wenn man hier einen Rechtsklick macht, man kann Textbausteine verwalten. Ich klicke jetzt auf Textbausteine und ich sehe hier diese allgemeine Gruppe, allgemein. Wir sehen hier jetzt, dieser Textbaustein ist jetzt allgemein. Es gibt auch spezielle Textbausteine für Eingangsrechnungen, für Bestellungen und so weiter. Sie können diesen Stammdienst auch verwalten. Und ja, ich kann diesen Text jetzt einfach übernehmen, indem ich hier auf den Kopieren-Button gehe, und dann habe ich das jetzt übernommen. Ja, und was gibt's noch? Kopieren. Ich kann diesen Text jetzt kopieren. Das ist jetzt nicht sehr verwunderlich. Das könnte man auch markieren und Ctrl+C machen. Aber es gibt auch hier die Möglichkeit, jetzt gehst du hier runter, dazu kopieren. Jetzt habe ich das kopiert, bearbeiten, einfügen. Jetzt habe ich diese zwei Sachen kopiert. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel die ganze Adresse kopieren. Kopiert mir diese Adresse. Kann hier dieses Feld dazu kopieren. Ja. Und wenn ich hier doppelklicke, macht es mir eine größere Form auf. Die ist genauso breit wie dieses Feld. Aber ich habe mehr Übersicht. Und ich kann jetzt da mit Bearbeiten einfügen oder Ctrl+V das jetzt hier hineinkopieren. Das heißt, habe ich die Adresse kopiert, das war dieser eine Button, das ist jetzt speziell bei den Adressen möglich. Und dann kann man anderen Text noch dazu kopieren. Ja, wenn ich das nicht brauche und das versehentlich war, dann ESC und dann ist das wieder weg. Also diese Sache mit dem Doppelklick bei einem Feld mit mehreren Zeilen ist auch allgemein so, dass man hier dann eine große Form bekommt mit mehr Übersicht, weil man ja hier bei diesen Feldern praktisch unbegrenzt Text hineinschreiben kann. In jedes einzelne dieser Felder können Sie Bücher ablegen. Was kann man noch machen? Rechtsklick. Man kann sich die Änderungen anzeigen lassen. Hier, da haben wir eine Änderung gemacht heute. So, dann, was gibt's noch? Beschriftung. Die Beschriftung
heißt hier standardmäßig zuständig. Und ich kann das hier jetzt verändern. Zuständig geändert. Und ich kann jetzt dazu schreiben, dass das beim nächsten Update nicht automatisch verändert werden darf. Und ich kann auch diese Anzeigetext verändern. Okay, mache ich jetzt aber nicht. Ich mache einfach zu. Jetzt muss ich diese Form noch einmal neu starten. Das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist immer sofort geändert. Aber jetzt steht hier zuständig geändert. Und ich kann jetzt hier noch einmal auf Beschriftung gehen, kann das dann wieder rückgängig machen, damit es überall gleich ausschaut. Und wie gesagt, da muss ich in dem Fall die Form neu starten, damit es tatsächlich geändert ist. So, was können wir noch machen? Die Schrift ändern, auswählen. So, jetzt ist hier die Schrift geändert. Und wenn ich jetzt noch die Schriftfarbe ändern will, dann kommt hier ein Hinweis, dass Hyperlink-Anzeigen eingestellt ist und dass die Schriftfarbe sich dadurch nicht ändert. Was ist damit gemeint? Ich mache hier die Schrift jetzt blau und es ändert sich nichts. Und wenn ich hier jetzt reinschreibe www irgendwas, dann wird mir dieser Text blau angezeigt, weil es ein Hyperlink ist und weil man hier dann auch draufdrücken kann. Wenn man das nicht will, dann muss man hier Rechtsklick machen und Hyperlink anzeigen ausschalten. Dann ist jetzt die Farbe blau, weil wir alles auf blau gestellt haben. Also jetzt ist die Schriftfarbe geändert. Wählen, kommt wieder der Hinweis. Ich tue jetzt auf braun zum Beispiel. Okay, jetzt ist die Schrift braun. Also man kann die Schrift, die Größe ändern und so weiter. Ja, hier ist eine wichtige Sache, verschlüsselt. Ich kann diesen Text verschlüsseln. Und wozu ist das gut? Wenn man zum Beispiel Codewörter hat und man hat viele Codewörter fürs Internet, braucht man jede Menge Codewörter für eBay und für die E-Mail-Adresse und so weiter. Oder für einen Internetprovider etc. etc. Und hier kann man das hier verschlüsseln. Und dazu muss man natürlich doppelt ein Kennwort eingeben. So, und jetzt ist das hier verschlüsselt. Wenn man das wieder entschlüsseln muss, dann kann man hier entschlüsseln gehen. Und jetzt eben das nochmal hineinschreiben. Und jetzt sehe ich hier den Originaltext. Und ich kann mit OK übernehmen oder abbrechen und gar nicht übernehmen. Ich kann mir diesen Text jetzt hier anzeigen lassen. Dann steht er hier auch so drinnen. Oder ich gehe hier auf Abbrechen, dann bleibt das verschlüsselt. Ich habe es nur kurz einmal gesehen, aber ich schreibe jetzt OK. Und soll es jetzt zurückgeschrieben werden, dann haben wir wieder den Originaltext. Kann man den Text ein bisschen besser anzeigen kann, wenn ich jetzt die Schrift wieder auf Standard setze. Vielleicht die Schriftfarbe auch auf Standard setze. Dann ist das hier die Schriftfarbe Standard. Und zwar deswegen blau, weil das im System so eingestellt ist. Nur deswegen diese Felder alle schwarz sind, weil man Hyperlinks anzeigen kann. Also eine Sache wäre noch zu erwähnen, die Systemwartung. Hier gibt es Reorganisation. Ich kann hier alle auswählen und auf Start klicken. Dann werden alle Index neu erzeugt.
und es kann vorkommen, dass ein Index beschädigt ist, und das kann man hier dann ganz einfach reparieren. Oder was noch in der Stammwartung drinnen ist, sind die diversen Einstellungen. Jetzt machen wir vorher noch schnell die Stammdaten. Das wird hier in der Einführungsvideo extra beschrieben. Daher werden die Firmendaten eingetragen und Stammsystemwartung, diverse Einstellungen. Und hier sind Einstellungen zu machen für die Adressen, zum Beispiel Kontonummervergabe und so weiter. Und eine Sache gibt es hier noch, die Userverwaltung. Ich kann hier Userverwaltung verwenden. Allerdings brauche ich dann auch User, die im Stammdienst erfasst sind. Ich klicke hier auf einen Neubutton. Ich brauche eigentlich nur diesen Namen ausfüllen. Nehmen wir Peter. Peter passt schon. Und jetzt mache ich dann noch einen neuen dazu und Herbert. So, passt. Peter und Herbert. Schließe das und ich öffne jetzt ToppSoft neu. So, und jetzt muss ich den User anlegen. Also ich muss sagen, wer ich bin. Also ich klicke hier zum Beispiel auf H, dann kommt der Herbert. Ich hätte es auch auswählen können, aber weniger Arbeit ist einfach auf H klicken. Dann nächste Tab und jetzt muss ich ein Kennwort eingeben. Ich gebe einfach nur der H ein, sonst nichts. Also normalerweise würde man natürlich ein richtiges Kennwort eingeben. So, Enter, und ich muss das Kennwort wiederholen und schließen. Dann muss ich die Form noch einmal starten und ich gebe wieder H ein und H und bin drinnen. Ja, das ist im Wesentlichen die Userverwaltung, und der Peter muss das dann genauso machen. Er muss sich auch selber ein Passwort vergeben. Eine kleine Sache hier noch. Es gibt hier unter Extras Individualprogramme. Da habe ich mir jetzt ein Programm gemacht und ich kann auch für Sie ein Programm machen. Zum Beispiel die Auflösung für mein Video ist 1280 x 720, und wenn ich hier jetzt doppelklicke, dann ändert er mir die Bildschirmauflösung und richtet das genauso ein, dass es jetzt mit der Aufnahme wieder zusammenpasst. Dann haben wir hier auch eine Anwendung für die Individualprogramme gesehen. So, eigentlich bin ich jetzt soweit durch, und diese Sachen werden ja dann noch extra bei den Detailvideos genauer besprochen und erklärt. Ja, recht herzlichen Dank.